Am Ende fehlten uns 13.400 Stimmen, in der wir tüchtig gemacht werden sollen für einen Krieg, den wir alle nicht überleben würden. Sarah Wagenknecht, die das schreckliche Schicksal ihres Mannes vorausgesehen hat, muss sich nun mit der schmerzlichen Realität des Abschieds auseinandersetzen. Die einflussreiche Politikerin, die für ihre scharfe Intelligenz und unerschütterliche Entschlossenheit bekannt ist, hat der Welt vor kurzem eine Seite von sich gezeigt, die wir nur selten zu sehen bekommen, eine menschliche, traurige und verletzliche. Hat sie diesen schrecklichen Verlust vorausgesehen, oder war es eine unvorstellbar schreckliche Wendung der Ereignisse? Kommentieren Sie mit einer 1, wenn Sie glauben, dass das Schicksal existiert, und mit einer 0, wenn Sie glauben, dass wir unseren eigenen Weg wählen. Sehen wir uns an, wie Sarah Wagenknecht und ihr Ehepartner ihren eigenen Weg gehen. Die frühe Beziehung zwischen Oskar und Sarah. Ein unerwarteter Liebesfunke löste die politische Koalition aus, die Deutschland schließlich verändern sollte. Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine erlebten das, was sie als Liebe auf den ersten Blick bezeichnet. Während einer Pressekonferenz, die sie später als die schönste und folgenreichste ihrer Karriere bezeichnete. Obwohl sie 26 Jahre jünger war als er, hatte sich Wagenknecht schon immer zu dem extravaganten Politiker hingezogen gefühlt. Ihr Großvater hatte ihn gemocht, und auch sie hatte sich anfangs von ihm angezogen gefühlt. Es hat sofort gefunkt zwischen ihnen. Wagenknecht verrät: Wir haben uns sofort zueinander hingezogen gefühlt und uns zum Essen verabredet. Trotz jahrelanger Spekulationen in Berliner Politikerkreisen hat sich Lafontaine erst im November 2011 auf einem Parteitag der saarländischen Linken öffentlich zu ihrer Beziehung bekannt. Als der 68-Jährige sagte: Ich bin seit einiger Zeit eng mit Sarah liiert und lebe seit einiger Zeit getrennt, waren einige Delegierte verblüfft. Ihre politischen Werdegänge hatten sich bereits vor ihrer persönlichen Beziehung stark berührt. Nach Lafontaines umstrittener Abspaltung von der SPD im Jahr 2005 bezeichnete Wagenknecht ihn einst als einfachen Sozialdemokraten und gründete daraufhin die Linke. Wagenknecht unterstützte Lafontaines Rückkehr in die Berliner Politik aktiv und wurde in den Medien immer wieder als ihr politischer Mentor dargestellt. Ihre Freundschaft vertiefte sich im Laufe der Zeit und gipfelte schließlich in der Heirat im Jahr 2014. Wagenknecht bedauert nur eines an ihrer Verbindung: Es ist einfach schade, dass wir uns so spät kennengelernt haben. Es war zu spät, um eine Familie zu gründen. Aber wir haben 3 Enkelkinder, was auch wunderbar ist. Derzeit wohnen sie gemeinsam im saarländischen Merzig. Über die Liebe hinaus stärkten ihre gemeinsamen politischen Überzeugungen ihre Bindung. Lafontaine gab freimütig zu, dass er als erster Vorsitzender der Partei Die Linke zusammen mit Lothar Bisky Wagenknechts Ansichten mehr teilte als die realistischeren, reformorientierten PDS-Mitglieder. Gemeinsam lehnten sie Privatisierungen ab, unterstützten politische Streiks und Enteignungen, hatten ernsthafte Bedenken gegen staatliche Eingriffe und vertraten eine strikte Arbeiterorientierung. Ihre politische Zusammenarbeit wurde durch diese ideologische Deckungsgleichheit beflügelt. Wagenknecht stieg in den Jahren nach der Wiedervereinigung in der Partei auf und war eine bekannte Bundestagsabgeordnete der Partei Die Linke. Bevor sie im selben Jahr in den Bundestag einzog, war sie von 2004 bis 2009 Mitglied des Europäischen Parlaments. 2010 wurde sie mit erstaunlichen 75% der Stimmen zur stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Ihre zwischenmenschlichen Beziehungen waren jedoch weiterhin genauso wichtig wie ihre politische Partnerschaft. In einem Interview sagte Wagenknecht: Wenn es ein besonders guter Wein ist, wenn ich abends müde nach Hause komme. Er tut mir unheimlich gut. Oskar versteht es, mir den Rücken frei zu halten und macht mir immer wieder kleine Freuden. Boah. Außerdem bringt ihre Partnerschaft unterschiedliche Persönlichkeitsmerkmale unter einen Hut. Ich war immer ein Einzelgänger. Er ist im Internat aufgewachsen und war immer ein Rudelführer. Das musste ich erst einmal lernen. So Wagenknecht. Als sie beim Parteiaufbau Schlüsselpositionen an Menschen vergeben mussten, die sie kaum kannten, fehlte ihr die kritische Menschenkenntnis, über die Lafontaine verfügt. Vor allem aber lieferte Lafontaine den emotionalen Unterbau für Wagenknechts kühnstes politisches Manöver. Ohne Oskar hätte ich die Partei wahrscheinlich nicht gegründet, weil ich nicht die Kraft gehabt hätte, das alles durchzustehen, gab sie zu und bezog sich damit auf ihre Entscheidung, die Linke zu verlassen und das BSW Bündnis Sarah Wagenknecht zu gründen. Ich mache heute genauso viel, aber ich kann die Balance besser halten. Vor allem, seit ich mit Oskar zusammen bin ich zur Ruhe gekommen.
Früher war ich immer ein bisschen unruhig, sagt sie und beschreibt, wie seine Unterstützung ihre Einstellung zum Leben und zur Politik verändert hat. Lafontaine tritt im Januar 2024 offiziell der neuen politischen Gruppierung seiner Frau bei. Damit schließt sich ein Kreis, der mit einer zufälligen Begegnung begann und sich zu einem der bedeutendsten politischen Bündnisse in Deutschland entwickelte. Wenn Liebe und Politik aufeinanderprallen. Selten hat die Dynamik eines Machtpaares einen so dramatischen Einfluss auf die nationale Politik wie das Bündnis von Oskar Lafontaine und Zahra Wagenknecht. Ihre politische Partnerschaft hat, so ein Journalist, eine lange Spur der Verwüstung durch die politische Landschaft Deutschlands gezogen und die linke Szene des Landes nachhaltig geprägt. Wagenknecht gehörte dem Vorstand der Partei Die Linke an, die 2007 nach dem Zusammenschluss von Lafontaines SPD-Splittergruppe mit der PDS gegründet wurde. Dieses entscheidende Ereignis legte den Grundstein für ihr wachsendes politisches Gewicht. Wagenknecht wurde zu einer der prominentesten Sprecherinnen der Partei, als Lafontaine 2009 aus gesundheitlichen Gründen zurücktrat. Im Mai 2010 wurde er mit beachtlichen 75% der Stimmen zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Beobachter konnten die politische Synergie zwischen den beiden erkennen. Wagenknecht und Lafontaine wurden von Gregor Gysi, dem früheren Fraktionsvorsitzenden der Linken, als ein Ganzes bezeichnet. Dieser Eindruck war nicht unberechtigt. Viele Berliner Insider sagten, sie könnten Lafontaines Einfluss in Wagenknechts Rhetorik hören, wenn sie anfing, die SPD-Spitze zu kritisieren. Ihre gemeinsame politische Macht ging über das Äußere hinaus. Wagenknecht demonstrierte ihre zunehmende Macht, indem sie von 2007 bis 2010 der Programmkommission der Partei Die Linke angehörte. Der Programmentwurf, den diese Kommission im März 2010 vorlegte, trug ihre unverwechselbare Handschrift. Lafontaine wirkte derweil weiter hinter den Kulissen und meldete sich gelegentlich zu Wort, um den Kurs der Partei zu lenken. Vor allem auf dem Bundesparteitag in Erfurt im Oktober 2011, als er die Parteimitglieder zur Zusammenarbeit aufrief. Der zunehmende Einfluss des Ehepaars führte dazu, dass die Parteimitglieder über die Ziele des Paares spekulierten. Die Mitglieder begannen, Wagenknecht eine Kandidatur gegen Gesine Lötsch, die derzeitige Vorsitzende, zu empfehlen. Selbst frühere Konkurrenten begannen, Wagenknecht zu unterstützen, da sie der Meinung waren, dass die Linke mit ihr an der Spitze dank der Machtkombination Lafontaine-Wagenknecht viel Aufmerksamkeit erhalten würde. Die Aufrechterhaltung einer Beziehung bei gleichzeitiger Navigation durch die raue See der Politik erforderte eine sorgfältige Abwägung. Während Lafontaine offen auf die Rückkehr Wagenknechts in die Bundespolitik drängte, blieb sie während ihrer gesamten Zusammenarbeit seine politische Mentorin. Die starke politische Partnerschaft, die aus dieser gegenseitigen Unterstützung resultierte, erzeugte sowohl Respekt als auch Hass. Darüber hinaus wurde ihre Beziehung von der Öffentlichkeit aufmerksam verfolgt. Vor Lafontaines öffentlichem Bekenntnis im November 2011 gab es monatelange Spekulationen über ihre intime Beziehung. Seine Erklärung: Ich bin seit einiger Zeit mit Zahra liiert und lebe seit einiger Zeit getrennt, überraschte viele Teilnehmer des Parteitags der saarländischen Linken. Innerhalb ihrer Partei führte die politische Zusammenarbeit des Paares häufig zu Konflikten. Beide wurden als Individualisten mit starken moralischen Überzeugungen beschrieben, die wenig Interesse daran hatten, sich zu einigen oder einen Kompromiss zu schließen. Teamplay und Kompromisse sind nichts für das Paar, sagte ein Zuschauer. Aufgrund dieser unnachgiebigen Strategie kam es zu Spannungen mit anderen Parteiführern. Sie sind oft mit ihren Parteimitgliedern uneins, weil sie unerschütterlich an ihren politischen Überzeugungen festhalten. Einige Aktivisten forderten im Juni 2021 Wagenknechts Entlassung, da ihr umstrittenes Buch Die Selbstgerechten der Partei Die Linke schweren Schaden zugefügt habe. Zudem wurde die Wagenknecht-Bewegung nach dem Bundesparteitag 2022 in Erfurt stark geschwächt, als Gegner ihrer Strategie die Führung übernahmen. Trotz parteiinterner Querelen lobte Wagenknecht stets die wichtige Unterstützung ihres Mannes. Oskar unterstützt mich sehr, sagte sie und fügte hinzu, wenn es besonders schwierig ist, fängt Oskar mich auf und gibt mir meine Kraft zurück. Dieses persönliche Fundament erwies sich als entscheidend, als sie sich durch die zunehmend turbulenten politischen Gewässer bewegten. Am Ende erwies sich das politische Bündnis des Paares für die deutsche Linke sowohl als vorteilhaft als auch als nachteilig.
Zunächst wurden sie als Hoffnungsträger der politischen Linken bezeichnet. Später nannten einige sie Totengräber, ein Spiegelbild ihres nuancierten und widersprüchlichen politischen Erbes in Deutschland. Die ersten Anzeichen des Wandels. 2009 war ein Wendepunkt für das Machtpaar, als eskalierende politische Spannungen mit persönlichen gesundheitlichen Problemen kollidierten. Was mit einer medizinischen Diagnose begann, sollte schließlich die politische Landschaft der Linken in Deutschland verändern. Der damals 66-jährige Oskar Lafontaine schockierte Ende 2009 die deutsche Politelite, als er bekannt gab, dass bei ihm Prostatakrebs diagnostiziert worden war. In einer kurzen Erklärung kündigte der charismatische Co-Vorsitzende der Partei, Die Linke, an, dass er sich einer Operation unterziehen werde, spekulierte aber nicht über seine politische Zukunft. Nach der Operation werde ich, in Abhängigkeit von meinem Gesundheitszustand und der medizinischen Prognose, entscheiden, in welcher Form ich meine politische Arbeit fortsetzen werde. Nur wenige Insider hatten von seinem Zustand gewusst, sodass die deutsche Politik von der Bekanntgabe überrascht wurde. Tatsächlich hielt sich Lafontaine bis zum Bekanntwerden an seinen üblichen Zeitplan und sprach sogar am Tag nach dem Bekanntwerden in der Plenarsitzung des Saarländischen Landtags. Die Parteifreunde waren zunächst optimistisch, was seine Genesung anging. Der Fraktionsvorsitzende Gregor Gysi versicherte der Öffentlichkeit, Lafontaine werde seine politischen Aufgaben wieder aufnehmen. Andere wiederum erkannten sofort den Ernst der Lage. Lafontaine sei entscheidend für den Zusammenhalt der Partei. So Bernd Rieksinger, Landesvorsitzender der Linken in Baden-Württemberg: Wenn sich Lafontaine jetzt aus der Politik zurückziehen würde, wäre das ein ganz schlechter Zeitpunkt. Im Januar 2010 erklärte Lafontaine jedoch seinen Rückzug aus der Politik und bezeichnete seine Krebsdiagnose als Warnsignal, das ich nicht ignorieren kann. Mit seinem Rücktritt stand die Partei von Anfang an ohne Vorsitzenden da und verlor das, was viele als ihr größtes politisches Kapital betrachteten. Die Beziehung zwischen Wagenknecht und der Partei. Die Linke begann sich zu verschlechtern, als Lafontaine sich von der Politik distanzierte. Die Konflikte mit der Parteiführung wurden immer häufiger und sichtbarer, obwohl sie seit 2007 Mitglied des Parteivorstandes war. Ihre politische Laufbahn sollte von diesem Muster des Kampfes mit der Autorität geprägt sein. Wagenknechts Kritik an der Partei. Die Linke wurde im Laufe der Zeit immer schärfer. Die Linke habe sich von ihren Wählern entfremdet. Wichtige soziale Themen, gute Löhne, gute Renten, stehen nicht mehr im Mittelpunkt. Stattdessen wird Identitätspolitik betrieben. Diese grundlegende Meinungsverschiedenheit über die Ausrichtung der Partei hat eine zunehmend unüberbrückbare Kluft gebildet. Sie warf der Partei vor, ihren Kernauftrag aufzugeben. Ihr Rücktritt war zweifelsohne eine Gefahr für die Führung der Partei Die Linke. Der Parteivorstand warf Sarah Wagenknecht vor, die Partei zu unterminieren. In einer pointierten Resolution heißt es: Die Zukunft der Partei. Die Linke ist eine Zukunft ohne Sarah Wagenknecht. Die wiederholten öffentlichen Ankündigungen Wagenknechts, die Gründung einer Konkurrenzpartei zu prüfen, stellen die Einheit der Partei Die Linke in Frage und schaden uns seit geraumer Zeit massiv, heißt es in dem Beschluss. Bis 2023 mehrten sich die Gerüchte, dass Wagenknecht ihre eigene Partei gründen würde. Angesichts der Tatsache, dass einige Mitglieder der Partei Die Linke sie als sie, die nicht genannt werden darf, bezeichneten, wurde deutlich, wie tief die Partei gespalten war. Mitte Oktober 2023 forderten über 50 Mitglieder der Partei Die Linke formell Wagenknechts Ausschluss aus der Partei, um sie ausdrücklich daran zu hindern, mit den Mitteln der Partei Die Linke eine neue Partei aufzubauen. Das politische Umfeld, in dem Wagenknecht lebte, veränderte sich schnell. Die einst überschaubaren Fraktionsstreitigkeiten hatten sich zu unüberbrückbaren Gräben entwickelt und ebneten den Weg für eine tiefgreifende politische Neuausrichtung, die die deutsche Politik bald erschüttern sollte. Eine Verabschiedung in Zeitlupe. Die Pressekonferenz im Oktober 2023, auf der Sarah Wagenknechts Austritt aus der Partei Die Linke verkündet wurde, war das Ergebnis jahrelanger politischer Turbulenzen. Nach monatelangen Spekulationen trat das Unvermeidliche schließlich ein. Aber die Art und Weise, wie sich diese politische Scheidung abspielte, legte tiefere emotionale Strömungen frei. Wie von vielen erwartet, verkündete Wagenknecht am 23. Oktober 2023 vor den Kameras ihren Austritt aus der Partei.
Die Linke und die Gründung ihrer eigenen politischen Organisation. Der Sarah Wagenknecht Allianz Vernunft und Gerechtigkeit, BSW. Als sie ihre Logik erläuterte, lag ein Gefühl von Entschlossenheit und ein Hauch von persönlicher Trauer in der Luft. Wagenknecht erklärte vehement, in 10 Jahren werden wir unser Land nicht mehr wiedererkennen, und rechtfertigte ihre Wahl als notwendige Reaktion auf eine grundlegende Veränderung in Deutschland, die sofort angegangen werden müsse. Sie sprach mit der Autorität von jemandem, der sich zum Handeln gezwungen fühlt, auch wenn es ihn persönlich etwas kostet. Ihr Austritt hatte eine unmittelbare und katastrophale strategische Konsequenz. Wagenknecht sorgte dafür, dass ihre bisherige Partei nicht mehr als vollständige Fraktion angesehen wurde, indem sie 9 weitere Abgeordnete der Partei Die Linke mitbrachte. Dies verhinderte, dass die Partei Bundesmittel erhielt und wichtige parlamentarische Privilegien, wie die Möglichkeit, Reden in ihrer Gesamtheit zu halten. Die politische Macht, die sie mit aufgebaut hatte, wurde durch diese vorsätzliche Aktion im Wesentlichen untergraben. Außerdem seien unter den politischen Erwägungen irreparabel beschädigte persönliche Beziehungen verborgen. Der Vorstand der Partei. Die Linke hatte Wagenknecht zuvor aufgefordert, ihr Bundestagsmandat mit sofortiger Wirkung zu räumen und ihr parteifeindliches Verhalten vorgeworfen. 50 Parteimitglieder hatten ihren Ausschluss aus der nordrhein-westfälischen Schiedskommission nur 2 Wochen vor ihrer Erklärung förmlich beantragt. Rückblickend scheint es, dass Wagenknecht diese politische Spaltung schon seit Jahren angedeutet hatte. In dem Maße, in dem sie die Ablehnung grundlegender wirtschaftlicher Ideen durch die Partei, die Linke, zugunsten von Identitätspolitik angriff, wurde ihre wachsende Enttäuschung über den Kurs der Partei immer deutlicher. Wagenknecht setzte sich bei öffentlichen Auftritten bewusst von der Parteidoktrin ab, etwa als sie in der Fernsehsendung Anne Will auftrat und sich gegen Impfprogramme aussprach. Jede umstrittene Rede schien sorgfältig ausgearbeitet zu sein, um ein bestimmtes politisches Terrain abzugrenzen. Die Selbstgerechten, ihr 2021 erschienenes Buch, war eine deutliche Warnung. Systematisch analysierte sie den ihrer Meinung nach fatalen Fehler der Linken, die Konzentration auf eine akademische Klientel, die sich mehr für teure Bioprodukte und genderbewusste Sprache interessiere, als für die wirtschaftlichen Sorgen der Arbeiterwähler. Daher war dieser Aufbruch das Ergebnis einer tiefgreifenden ideologischen Kluft und nicht nur einer politischen Neuordnung. Um dem entgegenzuwirken, was Kritiker als linksautoritäre Versorgungslücke in der deutschen Politik bezeichnen, formulierte Wagenknecht ihre neue Bewegung als eine Synthese aus sozioökonomischen linken und soziokulturellen konservativen Standpunkten. Die Gründungserklärung des BSW zeigte Wagenknechts langfristige strategische Vision und prangerte das an, was sie als politischen Autoritarismus bezeichnete, der den Menschen vorschreibt, wie sie leben, heißen, denken und sprechen sollen. Diese Rhetorik, die gezielt Themen aufgreift, die häufig mit der rechtsextremen AfD in Verbindung gebracht werden, zeigt Wagenknechts Wunsch, Wähler zu gewinnen, die im Allgemeinen nicht der traditionellen Linken angehören. Ihre Einschätzung könnte sich als zutreffend erweisen, wie Untersuchungen zeigen, die darauf hindeuten, dass Wagenknecht bei Ostdeutschen, Anhängern der AfD und der Partei, die Linke sowie bei Menschen, die von der deutschen Politik die Nase voll haben, sehr beliebt ist. Umfragen zufolge könnte ihre neue Partei in Thüringen und anderen ostdeutschen Regionen rund 20% der Stimmen auf sich vereinen. Im Grunde war Wagenknechts Pressekonferenz nicht nur ein politischer Abschied, sondern vielmehr der gezielte, geplante Beginn einer Bewegung, die sie seit Jahren geplant hatte, eine Metamorphose, die sie schmerzhaft von ihrer politischen Vergangenheit distanzieren und gleichzeitig Platz für eine neue Zukunft schaffen würde. Der Preis der Führungsrolle. In der Politik hat Führung ihren Preis. Und Sarah Wagenknecht hat dies während ihrer gesamten Laufbahn deutlich zu spüren bekommen. Jahrelange Kämpfe innerhalb der Partei. Die Linke, während sie gleichzeitig mit persönlichen Problemen jonglierte, führten schließlich dazu, dass sie eine Bruchstelle erreichte, die ihren politischen Weg dauerhaft verändern sollte. Wagenknecht kündigte im November 2019 abrupt ihren Rücktritt als Fraktionsvorsitzende an und begründete dies mit ihrer Erschöpfung, die die versteckten Kosten ihres politischen Kampfes offenlegt. Dieses öffentliche Eingeständnis der Verwundbarkeit wurde von einer Frau gemacht, die zuvor für ihre scheinbar grenzenlose Stärke bekannt war.
Der Dokumentarfilm Wagenknecht aus dem Jahr 2020 zeichnete diese schwierige Zeit nach und gab einen einzigartigen Einblick in die privaten Nöte, die ihrer öffentlichen Persönlichkeit zugrunde liegen. Die gesundheitlichen Probleme gehen über ihre eigenen Erfahrungen hinaus. Nachdem bei ihrem Ehepartner 2009 eine Krankheit diagnostiziert wurde, veränderte sich das politische Bündnis drastisch. Und Wagenknecht fühlte sich in den Institutionen der Partei immer mehr allein. Lafontaine verlor sowohl einen politischen Verbündeten als auch die emotionale Unterstützung, die sie in schwierigen Zeiten über Wasser gehalten hatte, als sie sich aus der aktiven Politik zurückzog. Wagenknecht sagte: „Ohne Oskar hätte ich die Partei wahrscheinlich nicht gegründet, weil ich nicht die Kraft gehabt hätte, das alles durchzustehen." Was unterstreicht, wie sehr Freundschaften den politischen Mut beeinflussen. Diese Abhängigkeit von Lafontaines Hilfe unterstreicht den emotionalen Aspekt politischer Führung, der häufig vernachlässigt wird. Insbesondere bei jemandem, der sich als immer ein Einzelgänger bezeichnete. Im Laufe ihrer Karriere hat Wagenknecht eine politische Ideologie vertreten, die der von Rosa Luxemburg ähnelt. Sie ist prinzipienfest und unnachgiebig. Doch wird sie letztendlich durch dieselben Eigenschaften entfremdet. Wagenknecht war ideologisch konsequent, selbst auf persönliche Kosten. Im Gegensatz zu vielen ihrer Kollegen, die schnell zu Kompromissen bereit sind, um politische Vorteile zu erzielen. Die Gründung eines neuen politischen Gremiums erfordert außergewöhnliche organisatorische, finanzielle und psychologische Ressourcen. Wagenknechts BSW war anfangs ein persönliches Unterfangen, bei dem die Last des Erfolgs oder Misserfolgs größtenteils auf ihren Schultern lag, im Gegensatz zu etablierten Parteien mit spezialisierter Infrastruktur. Aufstehen wurde 2018 als Vorläufer für diese Schwierigkeiten gegründet. Als sie Anfang März 2019 aus gesundheitlichen Gründen ihren Rücktritt von der Aufstehen-Führung bekannt gab, war das ein wichtiger Schritt. Einem Beobachter zufolge hinterlässt dieser Rücktritt Kritik. Sarah Wagenknecht hat viele ihrer wichtigsten Unterstützer verloren, die ihr vorgeworfen hatten, unvorbereitet zu sein. Der Zusammenbruch der Verbindungen innerhalb der Partei. Die Linke führte zu mehr Druck. Auf allen Ebenen der Parteiführung kam es zu Konflikten zwischen Pro- und Anti-Wagenknecht-Gruppen, die jede Wahl zu einem möglichen Schlachtfeld machten. Im Juni 2021 forderten Aktivisten ihren Ausschluss, weil sie der Partei Die Linke mit ihrem Buch Die Selbstgerechten schweren Schaden zugefügt habe. Diese Lehren spiegeln sich in der Organisation des BSW wider, der eine begrenzte und vertrauliche Mitgliedschaft pflegt. Das hat nichts mit Leninismus zu tun, sagte Wagenknecht auf die Frage, ob ihre Partei nach leninistischen Prinzipien gegründet wurde, und behauptete, es gehe nur um den Versuch, eine Partei zu schaffen, die nicht viele Abenteurer oder Radikale anzieht. Statt Inhalte zu betonen, konzentrierte sich die Medienberichterstattung häufig auf Konflikte. Die Schlagzeilen über Kompakt Wagenknecht betonten häufig Streit statt Inhalt, was die Belastung für sie erhöhte, da sie versuchte, eine schlüssige politische Agenda zu formulieren, während sie genau beobachtet wurde. Dennoch machte sie weiter. Wagenknecht entwickelte in diesem Ofen des persönlichen Kampfes und des politischen Exils ihre eigene politische Identität, die schließlich zur Gründung ihrer eigenen Bewegung führen und vielleicht die deutsche Politik für die kommenden Jahre verändern sollte. Die alte Agonie, die neue Party. Die politische Landschaft Deutschlands veränderte sich am 8. Januar 2024, als sich die Sarah Wagenknecht Allianz, BSW, formell von einem Verein in eine politische Partei verwandelte. Weniger als 3 Monate nach der ersten Ankündigung markiert diese Geburt den Beginn eines neuen Lebensabschnitts, aber auch die Fortsetzung eines schwierigen. Im Laufe des Winters 2023-2024 entwickelte sich der BSW bemerkenswert schnell, bis Januar 2024 hatte die im Entstehen begriffene Partei bereits fast 2 Millionen Euro gesammelt, wobei ein Teil dieser Mittel aus Quellen außerhalb der EU stammte. Dank dieser Mittel konnte die Partei am 27. Januar ihren ersten Bundesparteitag in Berlin abhalten, und rund 400 Delegierte stimmten dem Programm der Partei für die Wahlen zum Europäischen Parlament zu. Wagenknechts einzigartige Perspektive spiegelt sich in der ideologischen Haltung der Partei wider, die manche als Linkskonservatismus bezeichnen. Diese Kombination haben wir in Deutschland noch nie bei einer Partei gesehen, sagt die Politikwissenschaftlerin Sarah Wagner. Diese merkwürdige Kombination war besonders in Ostdeutschland beliebt,
wo die BSW nach ersten Umfragen bis zu 17% der Stimmen in Thüringen gewinnen könnte. In diesem politischen Kalkül steckt eine sehr menschliche Komponente. Sozioökonomisch links, gesellschaftspolitisch konservativ, so definiert Wagenknecht selbst ihren Ansatz, der moralischen Haltung ihrer Mentorin Rosa Luxemburg ähnelt, aber zu anderen Schlussfolgerungen führt. Die BSW ist in vielerlei Hinsicht Wagenknechts persönlicher Weg durch Jahrzehnte der politischen Desillusionierung und mehr als nur eine politische Plattform. Anders als erwartet ist Oscar Lafontaine diesem neuen politischen Kapitel nicht ganz fern geblieben. Natürlich bin ich Mitglied des BSW, sagte er laut Saarbrücker Zeitung bei seinem offiziellen Beitritt zum BSW gegenüber Reportern. Sein persönliches Engagement für die Initiative zeigte er dadurch, dass er seine Profile in den sozialen Medien deutlich an das visuelle Erscheinungsbild des BSW anpasste. Ein Analyst beschrieb den Führungsstil des BSW als eine ethnisch-populistische Form, die sich ständig auf den Willen des Volkes beruft. Dies erinnert nach Ansicht von Politikexperten an Bewegungen, die sich mehr auf charismatische Einzelpersonen als auf eine kollektive Führung stützen. Die Tatsache, dass sich die Partei auf Wagenknechts persönliche Anziehungskraft verlässt, könnte sowohl ihre größte Stärke als auch ihre größte Schwachstelle sein. So die Kritiker, die diese Strategie mit Cäsarismus oder Bonapartismus verglichen haben. Zweifellos wurde dieser Wechsel zu einer politischen Identität, die auf Wagenknecht basiert, durch Lafontaines gesundheitliche Probleme beschleunigt. Ironischerweise ist seine unsichtbare Unterstützung dennoch von entscheidender Bedeutung. Sie liefert die emotionale Grundlage für ihr kühnstes politisches Risiko. Privater Kummer und öffentliche Antworten. Intensive emotionale Reaktion, die gleichermaßen Loyalität und Misstrauen ausdrücken, hat Wagenknechts polarisierende politische Persönlichkeit in den deutschen Medien und der Gesellschaft ausgelöst. Im Jahr 2024 hatte Wagenknecht mit 12 Auftritten in den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF mehr Auftritte im deutschen Fernsehen als jeder andere Politiker, obwohl er behauptet, nicht genug Aufmerksamkeit in den Medien zu erhalten. Aufgrund dieser Prominenz wurde sie jedoch sehr kritisch beäugt. Der Spiegel verglich sie mit einer Schneekönigin in seinem Porträt, das häufig ihre persönlichen Eigenschaften über ihre Politik stellt. Am problematischsten war ihre Behandlung in der rechtsextremen Zeitung Compact, wo der Herausgeber Jürgen Elsässer sie als die attraktivste nationale Versuchung seit der Gründung des Sozialismus bezeichnete. Er lobte sie dafür, dass sie ihre weibliche Seite zeigt, im Gegensatz zu den Frauenrechtlerinnen, die man normalerweise bei den Linken findet. Aber seine Bemerkungen bewegten sich wiederholt in einem unpassenden Bereich. Die Vorstellung eines schwesterlichen Kusses zwischen Wagenknecht und AfD-Chefin Alice Weidel war ein weiteres Beispiel für diese Objektivierung. Die Anziehungskraft von Wagenknecht geht über die konventionellen politischen Grenzen hinaus. Ihre Positionierung als Stimme der Menschen, die den Glauben an die Demokratie verloren haben und der Verzweifelten findet, vor allem bei einkommensschwachen und sozial ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen Anklang. Überraschenderweise zieht sie Menschen an, die normalerweise Anhänger der Mitte-Links-Parteien sind und aus Einwandererfamilien stammen. Seitdem haben ihre Kritiker ernste Probleme mit ihrer Methodik geäußert. Der Christdemokrat Mario Voigt ist der Meinung, dass sie mit den Ängsten der Menschen und ihrer humanitären und friedliebenden Einstellung spielt. Konkret befürchtet er, dass sie den Steigbügel hält, damit sich die ultranationalistischen Ideologien der AfD in der Politik weiter durchsetzen können. Die linke Tageszeitung taz bezeichnete sie sogar als Lady Voldemort und deutete damit an, dass ihr Name, ähnlich wie Harry Potters Erzfeind, unter den Parteimitgliedern zum Tabuthema wurde. Auch nach der Gründung ihrer Partei bleibt diese Spaltung bestehen. Während viele in der Partei die Linke ihren Rücktritt begrüßten, sagte die BSW-Mitbegründerin Amira Mohammed Ali, dass sie ohne Ressentiments aus der Partei austrete, um geschlossen aufzutreten. Dieser emotionale Konflikt zwischen politischer Notwendigkeit und persönlicher Loyalität prägt letztlich die sich wandelnde linke Landschaft in Deutschland. Was passiert nach der Verabschiedung? Auf dem Weg in eine Zukunft, die eher von ihrer eigenen Vision als von einer gemeinsamen Führung bestimmt wird, birgt Wagenknechts politische Wiedergeburt als unabhängige Kraft sowohl enorme Chancen als auch große Hürden. Wagenknechts Kampfstrategie umfasst komplette Wahlkämpfe in den 3 ostdeutschen Bundesländern Brandenburg, Sachsen und Thüringen im Herbst 2024.
um ihre eigene politische Identität zu bewahren. Ihre ausgeprägte politische Perspektive überbrückt das, was Kritiker als linksautoritäre Angebotslücke in der deutschen Politik bezeichnen, indem sie sozioökonomische linke Ansichten mit soziokulturellen konservativen Standpunkten verbindet. Dieser Weg markiert jedoch eine deutliche Abkehr von ihren politischen Wurzeln. Wagenknecht, die 1969 im thüringischen Jena als Tochter deutscher und iranischer Eltern geboren wurde, hat sich fast ihr ganzes Erwachsenenleben lang politisch engagiert. Sie war Mitglied der heutigen Partei Die Linke, der ehemaligen kommunistischen Regierungspartei SED in Ostdeutschland. Sie wuchs bei ihren Großeltern in der Deutschen Demokratischen Republik auf, als ihr Vater nach seiner Rückkehr in den Iran verschwand, als sie gerade 2 Jahre alt war. Vor allem ihr gegenwärtiger Ansatz zeigt noch immer ihre intellektuelle Basis, das solide intellektuelle Fundament, das es ihr ermöglicht hat, viele Werke zu schreiben, hat sie während ihres Philosophiestudiums in Ostberlin erworben. Ihre aktuelle Rede, die sich speziell an Menschen mit kulturkonservativen, wirtschaftlich linken und einwanderungsskeptischen Ansichten richtet, ist von ihrem akademischen Hintergrund geprägt. In der Tat wird Wagenknechts politisches Schicksal davon abhängen, ob sie neue Themen jenseits ihrer altbekannten antiamerikanischen und friedensorientierten Rhetorik findet. Dieses Thema spiegelt sich im Wahlprogramm ihrer Partei wider, das das Wohlergehen der Bürger betont und die Interessen der hart arbeitenden Mehrheit den Interessen der politischen und wirtschaftlichen Eliten gegenüberstellt. Im Allgemeinen liegt der Kern ihrer Anziehungskraft weiterhin in ihren populistischen Botschaften. Letztendlich wird die BSW neue Themen finden müssen, wenn sie das überwinden will, was der Co-Vorsitzende der Linkspartei, Jan van Arken, als ein vorübergehendes Phänomen bezeichnete. Aber der Politikwissenschaftler Philipp Tomeczek weist darauf hin, dass es sicherlich Möglichkeiten gibt, sich zu regenerieren und neue Kräfte zu finden. Sarah Wagenknechts politischer Wandel ist ein ebenso schmerzhafter Abschied wie ein persönlicher Sieg. Auch wenn Umfragen darauf hindeuten, dass ihre BSW-Partei vor allem in Ostdeutschland erfolgreich sein könnte, ist der emotionale Tribut der Trennung von der Partei Die Linke erheblich. Ihre ungewöhnliche Kombination aus linker Wirtschaft und konservativen sozialen Werten füllt eine besondere Lücke in der deutschen Politik. Aber es gibt viele Bedenken hinsichtlich der langfristigen Überlebensfähigkeit. Persönliche Probleme werfen einen Schatten auf diesen politischen Wandel. Auch wenn Lafontaines Unterstützung hinter den Kulissen für Wagenknechts kühnstes politisches Vorhaben nach wie vor unverzichtbar ist, werfen seine gesundheitlichen Probleme Zweifel an ihrem starken Bündnis auf. Dennoch macht sie weiter, findet Kraft in ihrem gemeinsamen Ziel und geht ihren eigenen Weg. Die Politik in Deutschland befindet sich an einem Wendepunkt. Wagenknechts Austritt aus der Partei. Die Linke ist mehr als nur eine Parteispaltung und bedeutet einen grundlegenden Wandel der herkömmlichen Links-Rechts-Bündnisse. Wenn sie Erfolg hat oder scheitert, könnte sich die politische Rhetorik ändern, insbesondere in Bezug auf Einwanderung, Wirtschaftspolitik und soziale Ideale. Letztlich geht Wagenknechts Geschichte über konventionelle politische Darstellungen hinaus. Ihr Wandel von der ostdeutschen Wissenschaftlerin zur politischen Wegbereiterin verdeutlicht den Nutzen und die Kosten einer prinzipienfesten Haltung. Es bleibt abzuwarten, ob dieses abgemessene Risiko zu der von ihr erhofften politischen Renaissance führt oder ob es nur eine weitere Phase in der komplizierten politischen Entwicklung Deutschlands wird. Sarah gab in ihrer jüngsten öffentlichen Erklärung etwas sehr Erstaunliches preis, dass sie schon Wochen vor dem Ereignis davon geträumt hat. Sie gab zu, ich habe es nicht geglaubt, obwohl es so aussah, als ob das Universum mich vorbereitet hätte. Außerdem schrieb ihr Mann in den letzten Absätzen seines Briefes Folgendes: Du hattest immer einen klareren Blick auf die Welt als ich. Mehr als je zuvor müssen sie deine Stimme hören. Zuschauer in aller Welt haben ihr ihre Unterstützung zugesagt. Viele bezeichneten ihren Schmerz als nur allzu menschlich und ihre Tapferkeit als inspirierend. Um die Erinnerung an Sarahs Reise und ihre Widerstandsfähigkeit zu bewahren, bitten wir Sie, dieses Video zu mögen, zu abonnieren und zu teilen, wenn Sie diese Geschichte berührt hat. Denn jede prominente Figur hat eine Vorgeschichte. Eine menschliche Geschichte wartet nur darauf, erzählt zu werden. Bis zum nächsten Mal, seien Sie nett. Bleiben Sie neugierig und denken Sie daran, dass manchmal die stärksten Menschen die schwersten Herzen tragen.